Einige von euch können es vielleicht schon raten, ein paar haben es vielleicht auch schon erraten im letzten Video. Von daher würde ich sagen, packen wir das Ganze einfach mal aus. Ja, hier ist er nun, eine Lambretta G350. Einige von euch haben sich es wahrscheinlich schon gedacht. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum eine Lambretta? Also Hauptgrund war, ich wollte wieder mal zurück zu einem klassischen Roller mit einem Durchstieg, mit einem klassischen Look, der so ein bisschen, ja, ich sag mal, emotionaler ist. Ja, der Zontas war super, war ein extrem praktischer Roller, habe ich unheimlich gemocht, das Fahrzeug, aber ich brauche mal wieder ein bisschen was für die Emotionen und Lambretta ist halt ähnlich wie Vespa. Das geht so ein bisschen ans Herz und das ist was man sich gerne anschaut. Und deshalb ist es der G350 geworden. Das hatte auch einen bestimmten Moment. Ich habe den beim Cafe Racer 69 einmal gesehen. Da wurde der ausgepackt. Genau diese Version, die Serie 2 in weiß mit dem Silber. Und ich habe es gesehen und dachte, das ist er. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, aber manchmal sieht man ein Fahrzeug und dann sagt man einfach, okay, das ist das von der Optik, was mir total gefällt. Ich mag diesen zweifarbigen Look. Ich mag die ganzen Accessoires, die da jetzt dran sind, die optischen, das zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Der hat mich einfach gecatcht. Gesehen, gesagt, okay, mein nächster muss ein Lambretta werden und jetzt ist es der G350 geworden. Optisch finde ich ihn extrem schön und auch technisch, ich habe ja schon mal eine Testfahrt gemacht. Es ist ein tolles Fahrzeug und gerade diese Zweifarbigkeit finde ich extrem schick. Ja, im Vergleich zum Zontas ist es natürlich ganz was anderes. Jetzt nicht so dieser praktische Roller mit viel Stauraum unter der Sitzbank und gutem Wind- und Wetterschutz. Das ist halt wieder ein Retro-Roller, also ein klassischer Look und ich mag Lambretta, fand das schon immer toll. Ich war früher sehr oft in England und in England komischerweise gab es immer mehr Lambretta als Vespa-Roller, durch die Mod-Szene wahrscheinlich. Und seitdem habe ich immer irgendwie gedacht, Mensch, so ein Lambretta ist halt doch eine andere Form. Hinten so dieses schlanke, langgestreckte, vorne mit dem Fixed Fender. Ich finde es toll. Ist immer was ganz anderes, was Frisches für mich. Und von daher diesmal wirklich eine emotionale Entscheidung und nicht eine Vernunftentscheidung. Ich habe den einfach gesehen und gesagt, der muss es jetzt sein für diese Saison. Dann werde ich euch mal jetzt so ein paar Details noch zeigen von dieser Serie 2. Gerade diese Zweifarbigkeit finde ich extrem schick. Das ist der Vorteil bei Lambretta, dadurch, dass man die Seitenteile abnehmen kann, könnte man die auch lackieren. Aber die Serie 2 gibt es ja in dieser Zweifarbigkeit, in Rot-Weiß und dann halt in diesem Silberweiß. Und das finde ich extrem schick, passt gut zusammen. Und dann sind halt so diese kleinen Details, das kennt ihr schon, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Der Fixed Fender vorne, mal was anderes als dieser geschwungene Kotflügel vorne von der Vespa. Und das ist wirklich ein richtig breites Teil hier vorne, der Fender. Besonderheit bei der Serie 2 ist jetzt auch, dass der Stoßdämpfer vorne schwarz ist. Der ist bei der Standardversion silber. Und dann sieht man hier hinten, das fand ich an sich so das Schöne bei der Serie 2, das Emblem, das Lambretta-Emblem mit dieser Zierleiste da an der Seite. Das ist richtig schick. Das ist halt wirklich klassischer Look. Und solche Sachen, das hat mir immer bei Vespa so ein bisschen gefehlt, wenn Vespa ein neues Design gemacht hat. Was haben sie gemacht? Dann haben sie einen neuen Aufkleberstreifen drauf gemacht. Das hier ist schon eine ganz andere Nummer. Ne? Das sieht schon irgendwie ein bisschen klassischer aus, ein bisschen wertiger. Auch hinten nochmal so ein kleines Emblem. Und das finde ich schon extrem schick. Das gibt ja halt so ein bisschen noch mehr diesen klassischen Look. Dann hat jetzt die weiß-graue Version, hat eine schwarze Sitzbank. Mag ich auch ein bisschen mehr als diese orangefarbene und die rote. Das klassische Rücklicht, auch das Heck hier hinten. Wirklich schön designt. Also das Design kommt ja aus Italien. Hergestellt wird es in Asien, wie viele andere Roller auch. Aber am Design sieht man, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Auch der Lenker, schön gemacht, tolle Schaltereinheiten hier. Alles sehr hochwertig. Und dann der kleine Trip in die Moderne mit einem Digital-Cockpit mit den wichtigsten Anzeigen. Aber passt halt zu der Form, weil das ist ja alles bei Lambretta ein bisschen eckiger. Ne? Auch der Scheinwerfer vorne. Vespa eher alles rund, Lambretta alles ein bisschen eckiger. Denn was bei der Lambretta natürlich anders ist als bei der Vespa, wir haben hier eine Doppelarmschwinge vorne, also 2 Federbeine. Bei der Vespa haben wir eine Einarmschwinge vorne. Dadurch ist die Lambretta ein bisschen stabiler, was so das Fahrverhalten angeht. Bremsen sind super, die haben sehr guten Biss, aber ich werde demnächst nochmal einen ausgiebigen Fahrtest machen, da kann ich euch nochmal ein bisschen berichten. Ich bin ja bisher nur einmal die Normalvariante gefahren, der G350, auch hier der Auspuff sehr schön gemacht. Und überall hier das Branding mit den Logos. Auch hinten an der Sitzbank nochmal Lambretta. Also den Namenszug, den haben sie wirklich relativ häufig. Ich habe es noch nicht gezählt, aber der ist wirklich überall. Auch hier nochmal ein Sticker mit dran, Lambretta. Hier
Ich glaube im Rücklicht, ja doch im Rücklicht auch, da steht auch nochmal Lambretta. Also man kann nicht vergessen, was man für ein Fahrzeug fährt, weil es steht überall dran. Auch dort Lambretta, im Frontscheinwerfer Lambretta. Hier vorne ist dann das Innocenti-Logo. Ja, und das ist halt für mich jetzt auch mal wieder ein individuelles Fahrzeug, ein emotionales Fahrzeug, was man jetzt auch nicht überall sieht. Und ich finde optisch wirklich gelungen. Ihr könnt ja mal eure Meinung unten reinschreiben, was ihr davon haltet, von der weiß-grauen Version der Serie 2 Lambretta G350. Ja, einige werden sich natürlich fragen, warum nicht wieder eine Vespa GTS? War natürlich in der Auswahl, klar, die 310er. Aber ich muss für mich sagen, ich fahre die jetzt zu lange, fahre Vespa seit 20 Jahren, die GTS, habe insgesamt 6 Stück gehabt. Und jetzt ist so ein Punkt, wo ich brauche einfach mal was Frisches. Ja, ich brauche ein neues Design, ich muss emotional mich mal wieder so ein bisschen faszinieren können für ein Fahrzeug. Wenn man 20 Jahre lang immer dasselbe fährt, dann ist das irgendwann, übersieht man sich auch so ein bisschen. Ja. Und ich habe wirklich alles gemacht mit Vespa, alle Umbauten, Reisen, habe das ausgelebt und erlebt. Und jetzt ist mal Zeit für Lambretta, und zwar die G350. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist so, man entdeckt auch wieder so ein bisschen Begeisterung. Ja, also gerade so diese visuellen Sachen, mal ein neues Design, was Frisches. Ja, und mit dieser Lambretta G350 ist dieses Jahr einiges geplant. Ich habe ein paar spannende Projekte. Das wird sehr interessant. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Im nächsten Video werde ich schon was darüber verraten. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann Kanal abonnieren, dann gibt es immer eine Nachricht, wenn ein neues Video online ist. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Macht's gut. Bis dann und ciao.